Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man am Opel Astra H eine Anhängerkupplung nachrüstet. Viel Spaß! Letztens rief mich ein Bekannter an und fragte mich, ob es schwierig sei, eine Anhängerkupplung einzubauen. Und ich sagte ihm, eigentlich nicht. Daraufhin bestellte er sich die billigste Anhängerkupplung, die man im Internet kriegen konnte. Hat dann alles schön ausgepackt, sich alles angeschaut und festgestellt, dass er sich doch nicht zutraut, die selber einzubauen. Hat dann alles im Kofferraum geschmissen und mich gebeten, ihm die einzubauen. Das mache ich natürlich gerne, ist ja selbstverständlich. Und aus diesem Grund mache ich dieses Video. Weil es bestimmt vielen Menschen so geht, die es sich nicht leisten können, 350 € für den Einbau auszugeben. Na dann schauen wir mal, ob alle Teile da sind. Der Träger, der Haken, E-Satz und der Montagesatz. Soweit so gut. Na dann kann es auch schon losgehen. Als ersten Schritt die Hutablage, die fehlt hier, und die Abdeckung raus. Nächster Schritt, die Abdeckung hier raus. Dafür nimmt man die Kofferraumdichtung ab. Das Teil ist nur gesteckt. Zuerst hier unten ausklipsen. Und dann hier oben. Als nächstes nehme ich die Seitenverkleidung raus. Dafür muss man die Rückbank nach vorne klappen. Und erstmal diese Verkleidung hier oben abnehmen. Um die abzunehmen, muss man mit einem kleinen Schlitzschraubendreher den Clip hier rausnehmen. Dann den Türgummi abziehen. Nun die Verkleidung ausklipsen. Und erstmal so lassen. Ihr müsst aufpassen, da die Verkleidung hier noch mit angeklipst ist. Das klipst man noch raus. Und jetzt kann man die obere Verkleidung abnehmen. Einfach hier unten hinpacken, das stört die nicht. Nun kommt man an die 3 Torx-Schrauben ran. Hier, hier und hier. Die schraubt man mit einem T25 Torx raus. Jetzt noch die beiden Ösen so hinklappen, dass sie parallel zum Kofferraumboden stehen. Dann noch die Lampe von der Kofferraumbeleuchtung rausnehmen. Und den Stecker abziehen. Hier muss ich später mal eine neue Lampe reinmachen. Nun braucht man nur noch die Verkleidung hier hinten ausklipsen und rausnehmen. Das ist schon ein ganz schönes Gefummel, um hier über den Halter von der Rückbank zu kommen. Das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. So, die Verkleidung ist ab. Und ich habe bei mir die Stoßstange mit abgenommen. Das braucht ihr nicht machen. Das habe ich nur gemacht, um es euch besser zeigen zu können. Nun sieht man hier pro Seite 3 Einstanzungen. Aber wie man an dem Träger sehen kann, wird er nur mit 2 Löchern pro Seite angeschraubt. Welche beiden Löcher wir brauchen, kann man ganz einfach feststellen. Man nimmt sich die beiden Gegenplatten und legt die so drauf. Und schon weiß man,
welche Einstanzungen man durchbohren muss. Auf beiden Seiten sind es die äußeren. Diese Gegenplatte liegt nicht plan auf. Das liegt daran, dass die Karosseriemasse hier stört. Die muss in dem Bereich entfernt werden. Auf der Seite ist es gut. Nun passt es auch hier super. Hier gehe ich später noch mit schwarzem Lack drüber. Als nächsten Schritt bohre ich die 4 Löcher. Die müssen 18 mm im Durchmesser sein, damit diese Hülsen durchpassen. Ich werde erstmal mit 5 mm vorbohren und dann mit einem Stufenbohrer auf 18 mm erweitern. Passt. Als nächstes sollte man die Löcher mit Lack behandeln, damit es nicht anfängt zu rosten. Das lasse ich eine Weile trocknen und wenn es trocken ist, geht's weiter. So, der Lack ist trocken, weiter geht's. Als nächstes nehme ich die Gegenplatte für die linke Seite und stecke die beiden M10er Schrauben durch. Jetzt die Hülsen. Da muss man aufpassen, dass die längere Hülse nach hinten kommt und die kürzere nach vorne, da der Längsträger hier einen Knick hat. Nun wird der ganze Zirkus einfach von oben durchgesteckt. Und auf der rechten Seite macht ihr genau das Gleiche. Die lange nach hinten und die kurze Hülse nach vorn. Jetzt wird der Träger angeschraubt. Wichtig dabei ist, dass man zuerst die Unterlegscheibe drauf macht, dann den Federring und zum Schluss die Mutter. Am besten macht man das mit 2 Mann, da es doch schon eine Weile dauern kann, bis man den Träger angeschraubt hat. Und auf Dauer wird er auch immer schwerer. Wenn alles richtig sitzt, zieht man die Muttern mit 50 Newtonmeter fest. Man muss aber von oben gegenhalten. Als nächstes wird der Haken montiert. Das macht man mit den beiden M12er Schrauben. Hier gibt es eine längere und eine kürzere. Die längere kommt in das hintere Loch, da hier der Halter mit festgeschraubt wird für die 13-polige Steckdose.
Und die kürzere kommt da rein. Hier ist auch wieder zu beachten, dass man zuerst die Unterlegscheibe, dann den Federring und zum Schluss die Mutter drauf macht. Hier das gleiche. Die beiden Muttern werden mit 87 Newtonmeter festgezogen. Der nächste Schritt ist, den E-Satz einzubauen. Das hier ist ein fahrzeugspezifischer E-Satz. Sowas kann ich nur empfehlen. Als erstes muss man mit dem Stecker für die Steckdose hier durch. Hier ist normalerweise ein Verschlussstopfen. Den vorher rausnehmen. Dann fädelt man den Stecker hier durch. Hinter den Stoßstangenträger durch und dann hier in den Halter. Jetzt montiere ich erstmal die Steckdose. Das Ende hier wird einfach reingesteckt, bis es einrastet. Da ist eine Nut, da kann man nichts falsch machen. Nun kann man die Steckdose festschrauben. Schraube durch. Federring drauf. Mutter drauf. Die Muttern von hinten gegenhalten und handfest anziehen. Dann den Kabelbaum noch mit Kabelbinder fixieren. Und einmal hier. Abschneiden. Fertig. Jetzt noch den Stopfen hier rein, damit kein Wasser eindringen kann. Falls bei euch hier vorher Leitungen durchgegangen sind, wie bei mir, müsst ihr die jetzt wieder hier durchführen. Als nächstes steckt man den Stecker hier ins Modul. Und das Modul hier rein. Ihr müsst noch prüfen, ob bei euch am Steckplatz 36, der ist hier, eine 20 Ampere Sicherung steckt. Bei mir ist eine drin. Wenn keine Sicherung drin ist, müsst ihr eine Sicherung reinmachen. Die ist immer mit dabei. Jetzt kommen die beiden Massekabel hier ran. Dafür schraubt man mit einer 10er Nuss die Mutter hier ab. Die Beine ran. Und Mutter wieder drauf. Die zieht man nur leicht an. Nun noch den Stecker mit der Farbe Rot-Blau auf den Pin stecken, wo das rot-blaue Kabel ankommt. Und schon sind wir mit dem E-Satz fertig. Jetzt noch mit ein paar Kabelbinder alles befestigen und das war's.
Geschafft! Jetzt kann man alles wieder zusammenbauen. Als erstes die untere Seitenverkleidung wieder rein. Als nächstes die obere Verkleidung wieder ran. Gummi wieder rein. Die Lampe wieder rein für die Kofferraumbeleuchtung. Ich habe ihm mal eine neue Birne spendiert, damit er im Dunkeln seinen Kasten Bier besser findet. Die hintere Verkleidung wieder rein. Und den Gummi wieder drauf. Und zum Schluss noch die Abdeckung wieder rein. Jetzt bin ich auch schon wieder fertig. Die Anhängerkupplung und der E-Satz ist eingebaut. Und wie man sehen konnte, war es gar nicht mal so schwierig. Der Hersteller gibt 2,5 Stunden für den Einbau vor. Aber ich denke, das schafft man auch schneller. Ihr solltet auf jeden Fall noch mit einem Anhänger überprüfen, ob alles funktioniert. So, das war es auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.